Hey liebe Zuschauer, heute stelle ich euch mal den Optimus Polaris Optifuel vor, den ich jetzt schon seit mehr als einem Jahr verwende. Er kann mit einer Vielzahl von Brennstoffen verwendet werden. Bei mir im Test war das Diesel, Gas und Petroleum. Und ob das Ganze gut funktioniert hat, das seht ihr jetzt im Video. Also viel Spaß! Fangen wir zuerst mit dem Lieferumfang an. Hier natürlich der Kocher selbst, die Flipstop-Pumpe, ein Windschutz, ein Reflektor bzw. Bodenschutz, ein Multifunktionswerkzeug mit Magnet. Für was ihr den braucht, zeige ich euch gleich. Dann noch etwas Fett für die Wartung. Die Bürste hier und das Röhrchen sind nicht dabei, aber natürlich der Transportbeutel. Für den Betrieb mit Flüssigbrennstoff gibt es noch eine 0,4 Brennstoffflasche, die allerdings nur mit 300 ml befüllt werden darf. Den Windschutz und das Fett lasse ich meistens zu Hause, da ich einen eigenen Windschutz nutze, der einfacher aufzustellen und etwas höher ist. Beim Packmaß ist der mitgelieferte natürlich etwas besser. Gefettet wird der Kocher zu Hause vor der Tour, aber dazu später mehr. Der Kocher alleine wiegt 330 Gramm, was kein Leichtgewicht ist. Mit dem nötigen Zubehör im Flüssigbrennstoffbetrieb kommen wir dann auf ca. 700 Gramm. Hier müsst ihr natürlich noch das Gewicht des Brennstoffs hinzurechnen. Also seid ihr insgesamt je nach Brennstoff mit ca. 900 bis 1000 Gramm dabei. Das Packmaß ist durch die Form des Kochers etwas schwierig anzugeben. Im Transportbeutel findet das Setup jedenfalls immer irgendwo Platz im Rucksack. Hier stört mich aber, seitdem ich den Kocher habe, das abstehende Regelventil. Es ist zwar sehr robust verarbeitet, allerdings hat man immer irgendwie Angst, dass es beim Transport abbricht. Am besten in ein Tuch oder oben ins Deckelfach packen, ohne dass etwas aufliegt. Im Gasbetrieb ist der Kocher schnell aufgebaut und einsatzbereit. Die 3 Füße und die Ventilverlängerung ausklappen, das Ventil komplett schließen und die Gaskartusche auf das Schraubgewinde aufschrauben. Danach das Ventil etwas öffnen und das Feuerzeug nicht von oben dran halten, sondern von unten, dort wo sich auch der Docht befindet. Hier muss ich sagen, dass der Kocher echt manchmal macht, was er will, mal geht er sofort an und mal dauert es etwas länger. Jetzt könnt ihr euch die Kocherflamme beliebig einstellen, von ganz klein bis zur maximalen Leistung. Ich unterteile euch das hier mal in 3 Stufen im Gasbetrieb, damit ihr einen groben Eindruck für die Regulierung und die Lautstärke bekommt. Stufe 1, die kleinste Flamme, gut zum Köcheln, allerdings schon recht laut. Dann Stufe 2 für zügiges Aufkochen. Und zuletzt Stufe 3, die maximale Leistung, sehr laut, aber gut zum Anbraten in Pfannen. Mit der maximalen Leistung im Flüssiggasbetrieb werden 500 ml in ca. 3 Minuten sprudelnd aufgekocht. Mit Petroleum und 600 ml sind es ca. 3,5 Minuten. Je nach Umgebungs- und Wassertemperatur, Luftdruck und welches Kochgeschirr ihr verwendet, können die Ergebnisse natürlich variieren. Die Brenndauer mit einer großen Gaskartusche betrug bei mir ungefähr 90 bis 100 Minuten bei voller Leistung. Dann war die Kartusche leer und musste gewechselt werden. Um so viel Gas wie möglich aus der Kartusche rauszubekommen, sollte man sie zum Ende hin umdrehen. Hierfür gibt es 2 ausklappbare Standfüße am Schlauchanschluss, die die Kartusche stützen. Gut ist hier, dass sich der Anschluss getrennt vom Schlauch bewegen lässt und somit nicht den Kocher beim Umdrehen verdreht. Das Ganze nennt man auch Four-Season-Funktion, da im Winter so die Zufuhr ebenfalls verbessert wird. Das Kochen auf dem Optifuel ist angenehm, die 3 Standfüße sorgen für einen sicheren Stand und eine große Stellfläche, so dass auch größere Töpfe und Pfannen wackelfrei abgestellt werden können. Jetzt aber mal mehr zum Betrieb mit Flüssigbrennstoff. Der Optifuel kann mit allen Brennstoffen, die auf Erdöl basieren, betrieben werden. Bei mir war das Petroleum und Diesel von der Tankstelle. Mit Alkohol bzw. Spiritus habe ich den Kocher im Notfall auch schon betrieben, allerdings ist der Kocher nicht dafür vorgesehen. Für den Betrieb mit Flüssigbrennstoff einfach die Pumpe in die gefüllte Brennstoffflasche schrauben, hier beim Befüllen den 300 ml Füllstand beachten, das Flaschenventil sollte auf Off stehen und beim Verschließen wirklich fest zudrehen. Danach bringen wir mit der Pumpe etwas Druck auf die Flasche. Hier bei 300 ml Füllstand ca. 25 Mal pumpen. Bei der Hälfte oder weniger
sind es ca. 40 bis 50 Pumpbewegungen. Danach schließen wir die Brennstoffflasche an den Kocher an und wenn die On-Markierung der Flasche nach oben zeigt, können wir auch schon das Flaschenventil öffnen. Als nächstes wird das Regelventil nur kurz für 2 bis 3 Sekunden geöffnet, damit Brennstoff einfließen kann. Jetzt das Feuerzeug an den Docht halten und den eingelassenen Brennstoff entzünden. Hier sollte jetzt ein leichtes Hitzeflimmern oder eine kleine Flamme zu sehen sein, die den Kocher vorheizt, damit im nächsten Schritt der einfließende Brennstoff gasförmig wird. Je nachdem, welchen Brennstoff ihr verwendet und welche Außentemperatur ihr habt, muss das Ganze eventuell wiederholt werden, wie zum Beispiel im Winter. Natürlich wird der Vorheizprozess auch durch Wind gestört, hier also auch auf ausreichenden Windschutz achten. Sobald die Vorheizflamme kleiner wird oder erlischt, kann man versuchen, den Kocher schon zu entzünden, dafür entweder kurz vor dem Erlischen mehr Brennstoff zuführen oder falls die Flamme schon erloschen ist, minimal aufdrehen und erneut mit dem Feuerzeug entzünden. Danach etwas warten, bis überschüssiger Brennstoff verbrannt ist und dann die Zufuhr erhöhen, bis die Flamme nicht mehr flackert. Dabei ist zu beachten, dass das Regelventil hier nicht bis zur letzten Umdrehung die Leistung erhöht, sondern schon ungefähr auf der Hälfte das Maximum erreicht. Alles was drüber geht, führt nur zu übermäßigem Brennstoffverbrauch, ohne die Leistung wirklich zu erhöhen. Wer plant mit dem Kocher etwas länger zu kochen, der muss gegebenenfalls zwischendurch nachpumpen, um die Flamme wieder auf die gewünschte Leistung zu bringen. Das merkt man daran, dass die zuvor eingestellte Flamme anfängt zu flackern. Dieser Fall tritt auf voller Leistung nach ungefähr 10 bis 15 Minuten ein. Die Brenndauer mit einer vollen 300 Milliliter Flasche beträgt bei voller Leistung übrigens etwas weniger als im Gasbetrieb. Nach ca. 70 bis 80 Minuten ist die Flasche leer, bzw. reicht es dann nicht mehr für die volle Leistung aus. Ich habe beim Test extra Petroleum und Diesel verwendet, da diese beiden Brennstoffe am meisten rußen und ich mich somit auch etwas mit der Wartung beschäftigen konnte, bzw. hier meine Erfahrung sammeln konnte. Dazu gleich mehr. Nach dem Kochen wird die Brennstoffflasche umgedreht, sodass Off nach oben zeigt. Jetzt wird kein weiterer Brennstoff nachgeführt und der Kocher nimmt sich nur den Rest aus dem Schlauch und der Druck in der Flasche wird abgebaut. Das Ganze dauert ca. 1 bis 2 Minuten, die Flamme erlischt irgendwann und der Kocher gibt noch etwas unentzündetes Gas frei. Wer Brennstoff sparen möchte, kann diese Zeit natürlich auch in die Kochzeit mit einberechnen. Danach wird das Flaschenventil wieder komplett zugedreht und die Pumpe von der Flasche gelöst. Hier kann durch den Restdruck der Brennstoff etwas spritzen, dreht euch also einfach kurz weg oder legt ein Tuch drüber. Den Kocher dann ausreichend abkühlen lassen und wieder verpacken. Sollte der Kocher direkt wieder verwendet werden, zum Beispiel nach einem Flaschenwechsel, lasst ihn trotzdem kurz abkühlen, da es beim erneuten Entzünden des heißen Kochers zu größeren Flammen kommen kann. Ansonsten einfach vorsichtig sein und nicht den Kopf über den Kocher halten. Der Betrieb mit Diesel funktioniert ebenso reibungslos wie mit Petroleum und die Leistung ist identisch. Allerdings müsst ihr manchmal etwas mehr Geduld haben, denn Diesel ist etwas schwerer zu entzünden als zum Beispiel Gas oder Benzin. Er rußt noch stärker als Petroleum und ist dementsprechend noch wartungsintensiver. Außerdem ist der Betrieb mit Diesel etwas feuriger und die Flamme brennt weniger blau. Durch die stärkere Rußbildung musste ich regelmäßig die Düse inklusive Reinigungsnadel reinigen und der Brennstofffilter an der Pumpe kann sich je nach Brennstoffqualität eventuell auch schneller zusetzen. Hier kommen wir auch schon zum Thema Wartung. Ich zeige euch hier einfach kurz die O-Ringe, die gelegentlich überprüft und gefettet werden sollten, sowie Reinigungsstellen und den Brennstofffilter. Als erstes fangen wir am Flaschenanschluss an. Hier mit dem mitgelieferten Multitool die Mutter lösen, dann den Anschluss herausziehen und den O-Ring gut fetten. Als nächstes entfernen wir den Schlauch vom Regelventil, wieso seht ihr gleich. Jetzt das Regelventil selbst, dafür ebenfalls die Mutter lösen und das Ventil gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen. Hier dann die 2 blauen Dichtungen fetten und bei größerer Verschmutzung die Spitze und das Gewinde säubern.
Im nächsten Schritt lösen wir den Brenner aus dem Gehäuse, dafür die Beine ausklappen und die Schlitzmutter am Boden abschrauben. Jetzt könnt ihr den Brenner einfach herausziehen, den Docht zur Seite legen und grob den Ruß entfernen. Um an die Düse zu gelangen, entfernen wir die Brennerplatte und schrauben die Düse mit dem Multitool heraus. Jetzt die Düse und anschließend die Reinigungsnadel auf die Hand fallen lassen. Hier den Reinigungsnadelkörper überprüfen und gegebenenfalls säubern und per Hand nochmal mit der Nadel durch die Düse gehen. Danach eventuell einen Ruß entfernen und das Ganze wieder handfest zusammenschrauben und mit dem Magnet am Multitool überprüfen, ob die Nadel einwandfrei durch die Düse sticht. Wenn alles passt, den Brenner mit dem Ventilkanal zuerst bei der Beschriftung durchführen und mit der Mutter am Gehäuse festschrauben. Natürlich nicht den Docht und die Brennerplatte vergessen. Hier etwas Fett auf das Schlauchgewinde und ebenfalls festziehen. Bei der Pumpe gibt es am Ventil einen O-Ring zu fetten, hier wieder die Mutter lösen und wieder den O-Ring fetten. Der nächste Punkt ist das Pumpleder an der Pumpstange. Das würde ich sofort fetten, noch bevor ich den Kocher das erste Mal nutze. Bei mir kam er schon sehr trocken an. Einfach die Kappe oben abschrauben, die Stange herausziehen und einfetten. An dem dünnen Schlauch, der den Brennstoff zieht, befindet sich ganz vorne der kleine Brennstofffilter. Einfach die Kappe abschrauben und den Filter mit einem spitzen Gegenstand herausdrücken. Ein altes SIM-Kartentool ist hier ganz nützlich und haftet auch ganz gut am Magnet des Multitools. Wenn ihr an eurem Standort nur auf Brennstoffe mit schlechter Qualität zurückgreifen könnt, nehmt auch ein paar Kippenfilter mit, schneidet sie zurecht und nutzt diese als Ersatzfilter, wenn der andere zu ist. Im Notfall könnt ihr auch für eine Weile auf den Filter verzichten. Im letzten Schritt schrauben wir noch das Pumpenventil auf und schauen, dass es nicht hakt. Ich empfehle außerdem noch, die Düse vor und nach der Benutzung immer mit dem Magneten zu reinigen. Das war's vom OptiFuel, kommen wir jetzt zum Fazit. Ja, liebe Zuschauer, das war der Optimus OptiFuel. Mir gefällt der Kocher sehr gut, sehr durchdacht, einfach zu bedienen und man muss keinen Düsenwechsel vornehmen, wenn man den Brennstoff wechselt. Die Verarbeitungsqualität ist sehr gut und man ist sehr flexibel unterwegs, da man fast jeden Brennstoff verwenden kann. Hier sollte man allerdings darauf achten, dass nicht jedes Land die gleiche Brennstoffqualität hat und man sollte sich deswegen ein bisschen mit der Wartung vertraut machen. Da kommen wir auch schon zum ersten negativen Punkt. Der Kocher kostet 190 € und es ist kein Ersatzteilkit oder ähnliches dabei. Das kostet nochmal 30 € extra und ich hätte mir einfach gewünscht, dass da noch ein paar O-Ringe, ein Ersatzdocht und vielleicht noch eine kleine Tüte mit Brennstofffiltern mit dabei ist. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass sich der Kocher mit einem normalen Feuerzeug etwas schwer entzünden lässt. Das kann manchmal 2 bis 3 Minuten dauern. Ja, fand ich auch nicht so gut. Ich habe mir dann so einen kleinen Brenner gekauft. Das hat auf jeden Fall geholfen und man hat nicht so viel Stress. Ansonsten noch ein paar Tipps von mir. Im Winter den Kocher luftig verpacken und mit in den Schlafsack nehmen. Wie gesagt, so einen kleinen Brenner kaufen. Dann beim Vorheizen und Entzünden unterm Tarp bei Windstille aufpassen. Das kann sich unterm Tarp ein bisschen stauen, ist mir auch schon passiert. Und wenn ihr die Wahl habt, nehmt Gas oder Waschbenzin, dann habt ihr es mit der Reinigung nicht so schwer. Gut, das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.